Du hast wenig Budget und möchtest schnell viele Coins machen? In diesem Video gibt's 3 Trading-Tipps. Let's go! Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns heute gemeinsam an 3 Trading-Tipps, wie du endlich schnell Coins machst, auch wenn du nur wenig Budget zur Verfügung hast. Und wir fangen sofort an mit der ersten Methode. Denk auf jeden Fall Kanal abonnieren und Daumen nach oben. Und die erste Trading-Methode, das ist das Flippen mit günstigen spielbaren Karten. Du siehst hier ein paar Verkäufe mit Martial, die sind leider ja verbuggt. Diese Martials habe ich alle für 3,9 verkauft und alle mit Hunter, die verlieren ja nach dem Verkauf den Chemistry Style, beziehungsweise man sieht ihn nicht mehr. Aber alle 4 sind mit Hunter und so funktioniert nämlich diese Methode auch. Die Idee ist, dass wir Martial sofort mit Hunter kaufen. Und ich weiß noch von gestern, als ich das gemacht habe, dass das irgendwo so bei 3,9 oder so, dass er da sofort weggeht. Das heißt, ich gucke immer zuerst, was ist der Preis dieser Karten mit Chemistry Style. Heute ist er gerade nur bei 3,6, es ist auch früh morgens. Dafür habe ich jetzt hier noch welche, die als Mittelstürmer umgeformt sind. Aber ich gucke als erstes, was ist der günstigste Preis für die Karte, die ich haben will, also Martial mit Hunter. Und ich denke mal, das werden diese 3,5 sein. Das heißt, wir versuchen jetzt so unter 3 zu erbieten, denn ich nehme das Video echt sehr früh morgens vor der Arbeit auf und ich weiß, ein normaler Preis sind so 4K mit Hunter. Das heißt, ich versuche ihn unter 3 zu erbieten, um ihn dann für die 3,9 für 1K Profit pro Karte zu verkaufen. Das Einkaufen funktioniert am besten über Gebote. Das heißt, ich biete einfach 3 oder 3,1 maximal. Und hier hat es schon jemand gemacht. Du kannst also einfach durchbieten oder du wartest einfach bis zum Ende, bis die auslaufen. Und ich sag mal, bei denen, da biete ich sogar direkt 3,2 drauf, weil ich weiß, die sind noch auf ein ZOM umgeformt. Und das ist dann nochmal teurer. Aber die Methode ist so einfach. Such diese spielbaren Karten mit den Chemistry Styles, Hunter und Shadow. Shadow dann bei defensiven Karten. Such dir den Preis raus, unterbiete ihn, wenn du so wie ich Frühaufsteher bist, weil du irgendwelche Videoquatsch vor der Arbeit noch machen musst, kannst du noch günstiger einkaufen. Trading-Methode Nummer 2 in diesem Video und das ist das Trading mit Non-Rares-Karten, wie hier der Rakitic als 82er. Ich bin echt aus der Dusche hier hin. Merke es nur ein bisschen verballert heute Morgen. Klaassen, klar, das war wegen Team of the Week Hype. Und ansonsten, du siehst hier einen Embolo, du siehst hier einen Griffo, einen Rakitic, ich kann gleich noch ein paar Karten nennen. Das sind alles Karten, mit denen das sehr, sehr gut funktioniert. Und das liegt natürlich daran, dass die in SBC-Lösungen verwendet werden. Also die Karten, die wir gerade gesehen haben, die gehen sowohl in diese ganzen kleinen SPCs, 78 plus Upgrade, Newcomer Challenge und sowas, ja, drafte dein Team, ist klar. Oder eben in so Grundlagen-SPCs, Ligen-Nation-Grundlagen. Du hast gerade gesehen, diesen rechter Mittelfeldspieler Favre aus der 2. französischen Liga. Das ist natürlich alles in den Hybrid-Nationen-Ligen, Ligen-Hybrid-Nationen-Hybrid, wo man viele Nationen braucht aus unterschiedlichen kleinen Ligen. Und deswegen sind das hier die Karten. Ich blende dir hier nochmal den Squad ein. Kannst du kurz Pause drücken, kannst den Screenshot machen und dann kannst du diese Karten neben einkaufen, so für 350 Coins. Manche dieser Karten kosten auch ein bisschen mehr. Die meisten kannst du aber für 350, 400 Coins einkaufen und dann sofort für 800 einfach wieder draufstellen. Dann verdoppelst du deine Coins. Bonus-Einkaufszeitpunkt sind natürlich zum Beispiel morgen die Rewards. Trading-Tipp Nummer 3. Und das sind die Silberstars. Dazu habe ich auch schon mal ein ausführliches Video gemacht. Heute gibt es nur noch mal ein paar extra Bonus-Tipps und das ganze Video verlinke ich dir noch mal unten in der Videobeschreibung. Und hier kannst du dir dann nach diesem Video anschauen. Und bei den Silberspielern, die sind so selten, seltener als Goldkarten zum Beispiel, dass man sehr gut mit ihnen flippen kann. Und das habe ich natürlich gemacht. Und wir fangen mal an mit dem Bonustipp und dann erkläre ich die Methode noch mal ganz in Ruhe. Letzte Woche hatten wir ja Sulemana in den Silberstars Objective. Das heißt, es werden natürlich viele Leute vielleicht jetzt ein Silberteam mit ein paar La Liga Links bauen und natürlich vielleicht auch mit La Liga und Ghana, damit sie den Strong Link haben und Sulemana auf voller Chemie startet. Deswegen Mensa und deswegen war Ries als kleine Bonustipps an Karten, mit denen du im Moment sehr, sehr gut traden kannst. Aber du siehst auch zum Beispiel hier Emmanuel Dennis, dass das eigentlich mit jeder Silberkarte geht. Und die Methode ist eigentlich ganz einfach. Silberkarten sind relativ selten. Deswegen hat man die Chance, dass man sie günstig einkaufen kann und dann wieder teurer verkaufen kann. Beispiel Lukas Klünter. Das geht mit so vielen Karten in dem Video, was ich dir hier unten verlinkt habe. Wie gesagt, da gibt es auch viele von diesen Silberspielern.
und du siehst so eine Silberkarte, die kostet so um die 3K, 3,6, 3,4. Auch hier gehe ich immer rein und gucke, was sind so die günstigsten Preise und kaufe dann Karten nur, wenn ich die günstiger bekomme, denn ich will die nicht investieren und dann nur am Mittwoch mit den Silberstars verkaufen, sondern ich will die eigentlich jeden Tag flippen und jeden Tag günstig einkaufen und wieder teurer verkaufen. Bei den Silberkarten kannst du einkaufen über Sofortpreis, aber auch sehr, sehr gut über Gebote. Und dann schreibst du dir einfach für ein paar Karten die Preise auf, damit du dir das nicht alles merken musst. Und dann kannst du natürlich darauf bieten. Auf meinem Patreon-Discord, da habe ich für dich auch Silberkarten, aber auch viele andere Trading-Tipps direkt mit Einkaufspreisen. Warum kann ich das nicht hier im Video machen, wenn ich euch jetzt sage, Holtmann, könnt ihr unter 1,2 kaufen, ihr guckt aber, oder unter 1,5 kaufen, ihr guckt aber das Video irgendwie erst in 2 Tagen oder so, dann funktioniert die Methode immer noch, aber die Preise haben sich natürlich geändert, deswegen gebe ich eigentlich ungerne Preise in den Videos, aber erkläre euch natürlich die Methode, dass ihr das selbst machen könnt, dass ihr selbst mit diesen Kartencoins machen könnt. Und die Silbermethode, wie gesagt, die Karten günstig einkaufen, teurer verkaufen, funktioniert so gut, weil es halt nicht so viele von diesen Silberkarten gibt. Du siehst hier in Holtmann, da sind manchmal 5 Minuten zwischen der einen und der nächsten Karte. Wenn wir jetzt auf ein Martial oder so geguckt haben, dem ersten Tipp aus dem Video, den wir mit den Chemistry Styles kaufen, da gibt es halt jede Sekunde ein Martial, die Karte ist nicht so selten und deswegen ist es halt schwieriger, die Karte günstiger einzukaufen und teurer zu verkaufen. Bonustipp für jeden Mittwochabend, geh sofort in die Objectives, check aus, welche Karte in den Silberstars Objectives ist und dann kannst du auf diese Links snipen, zum Beispiel der Mensa und der Varys, die sind so krass gestiegen, als Soleimana rauskam, weil es halt so wenige Stronglinks gibt und das ist natürlich immer das Beste, wenn es eine Karte ist aus einer eher exotischen Nation oder so, was FIFA-Links angeht, denn da gibt es natürlich weniger Links und dementsprechend steigen die Karten höher. Wenn du jetzt mehr Coins hast, würde ich dir empfehlen, die Silbermethode weiterzumachen. Das mit den Non-Rares, das ist sehr, sehr gut, funktioniert immer, bringt aber natürlich weniger Coins pro Karte. Das heißt, das wäre das Erste, was ich wahrscheinlich irgendwann ändern würde. Und vor allem die erste Trading-Methode würde ich weitermachen. Aber nicht mehr mit Karten für 3 oder 4K, sondern ich würde dann auf die teuren Karten gehen. Zum Beispiel Ben Yedder über 30K auf der Playstation. Auch das sind alles beides Karten, die einen Positionswechsel drauf hatten und die einen Hunter drauf hatten. Und auch da machst du dann halt schon 2 oder 3K Gewinn pro Karte. Lohnt sich natürlich noch mehr. Das heißt, versuch mit den Methoden aus dem Video so schnell wie möglich dein Budget aufzubauen und dann das auszuweiten auf ein paar teurere Karten, damit du einfach mehr Profit mit einer Karte machst. Check meinen Patreon-Discord aus, wenn du noch mal einen Speed-Boost haben willst für dein Trading. Abonniere den Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video und ich verlinke dir hier nochmal das Video für High-Budget-Trading. Ah ja, ich sage ja immer das hier. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.